Wir beschäftigen uns heute mit tiefen Tönen, mit Pedaltönen. Wichtig ist, wir zwingen unsere Trompete jetzt Frequenzen auf, die diese ungerne annimmt. Das heißt, wenn du nach unten gehst, kann es eventuell sein, dass der ein oder andere Ton mal wegbleibt oder nur noch Luft strömt. Wichtig dabei ist jetzt für dich, dass du dran bleibst, das Ganze langsam, kontrolliert und mit gutem Ohr spielst. Zur Hilfe kannst du natürlich auch jederzeit dein Stimmgerät zur Seite zur Hilfe nehmen und dementsprechend die Frequenzen, die du eventuell schon erreicht hast oder eventuell sogar schon drüber bist, korrigieren bzw. aushalten und dementsprechend dann ablesen. Und wir machen uns auch gleich an die Übung. Wir starten jetzt immer mit 3 Klängen, das heißt, wir spielen diese natürlich von oben nach unten, das heißt exemplarisch als Beispiel G, D, H und dann kommt das kleine G. Und dementsprechend gehen wir jetzt halbtonweise nach unten, erreichen dann eben das tiefe Fis und dann kommt auch schon der erste Pedalton, das F, E, S, D bzw. dann Des. Und das ist die erste Übung, mit der starten wir auch gleich. Du wirst bemerken, wenn ich starte, mache ich erst immer so einen kleinen Schlenker, das heißt ein kleines, kurzes Töne treiben und danach geht es in die tiefe Lage nach unten. Das hat einfach den Vorteil, dass wir uns etwas schon weich machen, den Ansatz kontrollieren, den wir gleich in der tieferen Lage bei den Pedaltönen benötigen. Los geht's! Jawohl, du wirst jetzt bemerken, dass deine Lippen, deine Muskulatur richtig locker, alles richtig weich ist. Ich möchte dich auch noch einladen zu einer zweiten Übung. Und zwar gehen wir jetzt chromatisch, vollchromatisch vor. Wir starten bei unserem gespielten C1 und lassen diesen Ton langsam und kontrolliert immer weiter nach unten gleiten. Du wirst bemerken, ab einer gewissen Tonhöhe rastet unten wieder ein Ton ein. Das sollte der erste Naturton unserer Trompete sein. C1 ist unser zweiter Naturton und eine Oktave tiefer sollte dann dementsprechend auch unten ein weiterer Ton einrasten. Wir probieren es aus, also wie gesagt, langsam, kontrolliert. Und ruhig, locker und weich aushalten diesen Ton. Fühlen, was ändert sich, wenn hier mal der Muskel zuckt, etc. pp. Wir machen es gleich nochmal. Und wenn wir diesen Ton unten erreicht haben, gehen wir chromatisch mit unseren Ventilen bis zum Griff, bis zur Ventilstellung 1, 2, 3 nach unten. Los geht's. Und jetzt solltest du wirklich maximal locker sein. Solltest du zum Beispiel beim Höhentraining gewesen sein und hast dich stark angespannt, überanstrengt eventuell sogar, mach solche tiefen Töne, richtig tiefe Lage und du wirst merken, die Muskulatur ist wunderbar entspannt und kann jetzt schneller in die Regenerationsphase gehen. Wir lernen noch einen weiteren Punkt und zwar den Ansatz zu kontrollieren, wenn die Trompete uns nicht mehr unterstützt. Diese Frequenzen da unten will die Trompete kaum noch aufnehmen und dementsprechend lernen wir mehr kontrolliert mit unserem Ansatz zu arbeiten und die Töne der Trompete sozusagen aufzuzwängen.
Baue diese Übung am Ende von deinem Trompetentraining ein und du wirst bemerken, dass du wunderbar am nächsten Tag relaxed, regeneriert in deine neue Übeeinheit starten kannst. Das war's zu tiefen Tönen, Pedaltönen und noch drüber hinaus. Lass am Ende von diesem Video noch ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.